Anlässlich der 20. Olympischen Sommerspiele 1972 in München wurde eine Rallye quer durch Deutschland von Kiel, dem Austragungsort der Segelwettbewerbe, nach München durchgeführt. Die erste Rallye, bei der der spätere Rallye-Weltmeister Walter Röhrl in seinem damaligen Ford Capri 2600 RS auf sich aufmerksam machte. Bereits die erste Wertungsetappe gewann Walter Röhrl und die Zeit wurde zuerst nicht anerkannt, da man einen Zeitfehler annahm. Doch Walter Röhrl startete hier seine lange und erfolgreiche Karriere. Mit Co-Pilot Hannes Rothfuß hatte er lange gegen damals etablierte Fahrer wie Hanno Nicola und Jean-Pierre Nicolas geführt. Und besonders am Donnerstag gewann er viele Wertungsetappen, bevor der Capri auf einer Überführungsetappe 3 Wertungsprüfungen vor der Zielankunft von einem Motorschaden gestoppt wurde. Wir sind 50 Jahre später. Ich mache gerade viele Videos zum Schwerpunkt 50 Jahre 20. Olympische Sommerspiele 1972 in München. Seht in meiner Playlist hier Filme zum Olympiapark und vielen anderen Geschichten nebenbei. Aber zurück zur Olympia Rallye 72 Revival 2022, denn man fährt zum 50-jährigen Jubiläum noch einmal mit damaligen Rallye-Fahrzeugen von Kiel nach München quer durch Deutschland. Wir befinden uns in Regensburg am Jahnstadion, dem Startpunkt der letzten und 6. Etappe der 2252 Kilometer langen Rallye. Ab 7:01 Uhr starten die Teilnehmer alle 30 Sekunden. Insgesamt haben 298 Teams mit ihren Autos gemeldet. Auf dem großzügigen Parkplatz des Jahnstadions machen sich die Fahrzeuge bereit. Es wird an manchen noch Hand angelegt und andere präsentieren ihre tollen Fahrzeuge. Aber der wollte normalerweise in Goslar Wo ist der Fluxkompensator? Nein, nicht dabei brauchen wir nicht, wir wollen hier bleiben. Achso, okay. Ein DeLorean. Dankeschön. Toller Wagen. Wie alt ist der? Der ist Baujahr 29, ist ein Mercedes, hat einen 6-Zylinder Kompressormotor und hat, wie viel PS das Original hat, weiß ich nicht, wenn er ein bisschen frisiert hat, ein bisschen mehr PS. So 250 wäre schon sein. Boah, für damals toll. Ach, die Probe haben schon immer gewusst, wenn es schnell gehen muss. Ja. Guten Morgen.
glaube nicht, dass wir das gesammelt haben. Nee. Nein, hat bisher super viel Spaß gemacht. Wir sind echt happy und hoffen, dass wir jetzt nur ankommen und dann ist es gut. Und dann haben wir eine ganz tolle Veranstaltung gehabt. Ein tolles Auto bei einer tollen Veranstaltung. Dankeschön. Tolle Leute. Ja, Danke euch. toll organisiert. Macht's gut. Bis später. Bis später. Insgesamt 6 Flaschen deutsches Mineralwasser in Air-PET-Flaschen aus recyceltem Material wird den Teams in einer Kühltasche mit Kühleispads für die Fahrt übergeben. Diese Taschen mitsamt den Flaschen werden abends wieder eingesammelt und über Nacht von dem Kühltransportunternehmen Eisinger werden die Kühlpads wieder aufbereitet. Die leeren Flaschen werden wieder dem Recycling zugeführt. Dankeschön, gute Fahrt. Tür ist nicht ganz zu. ADAC Classic begleitet die Rallye mit dem ADAC VW T1 Bus für einen E-Fuel Praxistest. Dürfen wir einfach fahren? Oder warten wir jetzt? Das letzte Fahrzeug startet 1,5 Stunden nach dem ersten Fahrzeug in die Etappe. Die 6. Etappe geht von Regensburg über Schwarzach, Plattling und Landshut über 317 Kilometer und 8 Wertungsprüfungen nach München, dem Zielort. Danke, dann gehen wir da gleich mal. Wo? Okay, wie machen wir das? Da ist er, da haben wir. Grüß dich. Grüß dich. Servus. Raucht der Bus bei mir Ja, Ehrlich, darf man da mal vorbeifahren, wirklich, aber das ist ja... ja, und wir das Auto eben auch zum Signieren. Aber meinst du, da ist ein letzter Geisterfahrer rein. Und in auf der Landstraße bei der Schmalz. Das heißt noch, da war mein 964er kaputt gefahren. Ja, Total Schaden. Aber ich habe überlebt. was tue ich an das T-Shirt an? Walter Röhrl gibt immer geduldig Autogramme. Auch auf T-Shirts, Danke dir. und hier unterschreibt er gerade meines. Alles klar. Danke. Viele tausend Freiwillige helfen an der Strecke für einen unproblematischen Ablauf. Die Einwohner sind begeistert und beklatschen jedes Fahrzeug. Genau, wir sind die Freiwillige Ortsfeuerwehr aus Schwarzach. Wir sind momentan mit 9 Kräften vor Ort auf 2 Fahrzeuge verteilt. Wir sind zuständig für die Verkehrsabsicherung am Marktplatz und stellen wir zeitgleich noch einen Brandschutz für die ankommenden Fahrzeuge, dass da nichts fällt. Okay. In Schwarzach ist ein Rastpunkt mit Stempelpunkt. Hier gibt es für alle Teams 15 Minuten Pause und Kaffee und Kuchen.
Strecke ist meistens schön hügelig mit vielen Kurven. Auch an der Strecke beobachten Zuschauer die Fahrzeuge. Damals mit der Startnummer 205 auf einem Ford Capri, 8. der Klasse, der Serientourenwagen geworden ist und 52. in der Gesamtwertung. Und da gibt es auch die nette Anekdote und Geschichte dazu bei ihm, bei den Spezialisten noch nicht wunschgemäß, da arbeiten nicht alle Zylinder so wie sie es quer. Da filmt ein Beifahrer die Aktion und da hat jemand Probleme mit der Tür. In Plattling an der Sandbahn fahren dann die meisten Fahrzeuge in Achtergruppen ein paar Runden. Manche etwas schneller, andere etwas schonender. Gibt es ja auch im Oktober wieder dieses Jahr und Binghausen an sich liegt 45 Kilometer südwestlich von Augsburg. Hier fährt er dann den Audi Sport Coupé warm. Ja, wer wie gesagt aufgewachsen ist, natürlich vertraut mit Schotter. Zwischendurch wird die Strecke mit Wasser aufbereitet, damit es nicht so staubt. Bahnfrei! Und jetzt mit Plattlings Bürgermeister. Ach, Bürgermeister müsste man sein. Meine Damen und Herren! Der Fachliche Rallye-Weltmeister, der vierfache Rallye-Meister, alles wieder.
Es hat hier begonnen und gefolgt von den 264 dann von dem Mitsubishi Starion und den 234 geht hier auch mit offenem Gelenk. Die Seite der 276 mit der CD schließt diese Gruppe auch. Ja, und so hat es ausgesehen ganz früher bei Autorennen mit dem Hermann Layer, der uns hier wirklich ein tolles Exponat mitgebracht hat. Danach ist im Porsche Zentrum Plattling Mittagspause. Ein Servicefahrzeug hilft bei technischen Problemen, wie hier an den Bremsbelägen eines Porsche vorne rechts. Dass die Scheibe noch nicht zwischen. Du kannst noch eine ganze Weile dir deine Scheiben ruinieren. Die werden aber dann abgedreht und dann gibt es eine Mindestdicke und dann sagt er, geht oder geht nicht. Genau. Also du wirst jetzt erstmal nur ein Grollen haben die ganze Zeit. Ja. Wichtig ist für mich, dass ich das Ding jetzt zu Ende. Langsam, ruhig langsam, genau. Jetzt hast du wieder Druck, oder? Jetzt hast du Druck. Löse mal wieder. Lösen. So. Lenkst du gerade? Die Rallye ist nicht auf Geschwindigkeit ausgelegt, sondern die Fahrer müssen möglichst gleichmäßig einen Schnitt von 37,96 Stundenkilometer erzielen. Deshalb gibt es bei den entsprechenden Stempel- und Wertungsorten entsprechende Diskussionen, in welchen Timeslotten man starten will. Wollt ihr die 36 oder die 37? Dann müssen wir warten, weil wir haben nämlich eine Lücke. Ja, einer fehlt jetzt. Deswegen fragen, weil... Warten wir, bis wir die 37 haben. Ja. Fehlt die 37 und da ist dann eine Lücke und der wartet auf seine Zeit ab. Der hat erst die 38 und jetzt ist erst 37. Viel Spaß! Danke. Ciao! Du notierst denn die Zeit. Viel Spaß! Ciao! Hier ist dann auch gleich die nächste Prüfung. Man muss über die Strecke mit den beiden Zeitnamen möglichst genau in 7 Sekunden durchfahren. Manche machen das etwas besser als andere. Weiter geht es in Richtung Landshut. Der Oberbürgermeister Alexander Putz und zahlreiche Zuschauer sind auch anwesend. Prüfung nach Ellermühle.
In Landshut ist eine kleine Wendeschleife in der Altstadt vor dem Rathaus eingerichtet. Schon mal einen aus Regensburg, der auch sehr gerne schnell gefahren ist. Bei dem dürfen Sie nachher mitfahren. Moderiert wird das Ganze mit vielen kleinen technischen und geschichtlichen Informationen von Helmut Helmberg. Mit dem GS. Auch ein bekanntes Rallye-Fahrzeug der 60er Jahre. Das ist hier da. Der kommt aus Leer. Das ist meine Heimat. Jetzt Uwe Stiefkens. Dann die Nummer 9. Der Joachim von Finkenstein. Und hier fragen wir mal schnell, wie hat es euch bis jetzt gefallen? Herr von Finkenstein, kurzes Statement über die Rallye so far. Das, was mich am meisten beeindruckt hat, war die Begeisterung der Zuschauer am Straßenrand, die uns zugejubelt haben. Dass das alte Automobil uns eben doch noch sehr viel Freude allen Menschen bereitet. Und zwar die Startnummer 30, Hermann Tomczyk. Lange Zeit oder noch in aktiven Zeiten selber auf einem ähnlichen Auto aktiv mitgefahren. Einer der wenigen Teilnehmer, die sowohl die klassische Olympia-Rallye 1992 mitgefahren sind, als auch jetzt hier die Revival-Veranstaltung. Hermann Tomczyk, vielen bekannt als langjähriger ADAC-Präsident, Sportpräsident. Servus, so sieht man sich wieder. So sieht man sich wieder. Wie geht's euch? Ist richtig schön warm, aber wir hatten eine super Einlage da in Plattling auf der Sandbahn. Siehst du jetzt, wie das Auto aussieht? Ich habe euch gefilmt, ich war in Plattling auch. Ah ja, klar. Ja, habe ich schon erwischt. Super. Super, so hören wir das eine gute Fahrt. Ja, klar. Und Walter Föhringer lässt grüßen. Magode. Hier am Start auf der Olympia Rallye Revival mit der Startnummer 5. Und da haben wir die Startnummer 52 schon. Heinz Oskamp auf dem Rallye Capri 2,6 Liter. Frage auch an euch, wie hat es euch bis jetzt gefallen? So schön warm ist es hier auf jeden Fall. Wir haben selber keine Probleme, das Auto auch nicht. Hat gelaufen wie ein Uhrwerk, also hat uns sehr viel Spaß gemacht. Sehr schön. Ihr sagt, es hat Ihnen sehr viel Spaß gemacht. Gute Fahrt weiterhin. Dann lasst das Auto nicht warm werden. Gell? Ciao. So, jetzt sind wir schon bei der 104. Die Walter Röhrl einige seiner alten Autos wieder aufgebaut haben und hier für die Rallye für die Veranstaltung zur Verfügung gestellt haben. Davon auch in meinem Namen und im Namen des Orga-Teams ein ganz herzliches Dankeschön an den Vater, nehme ich an. Genau. Und du hast die Ehre, hier den Replika von Walter Röhrl, seinem Rallye Quattro zu fahren. Frage an dich, wie war's? Wie hat's gefallen? Sehr gut, weil ein bisschen warm. Ein bisschen warm, sagt der Franke, ne? Habe ich das richtig gehört? Genau. Na, klar, dass es warm wird. Luxus gab es damals noch nicht, wie Klimaanlagen, alles ausgebaut wegen der Gewichtsoptimierung. Euch weiterhin gute Fahrt, auch einen schönen Abend in München, meine Sieger. Ciao! So, die 105 kommt bei uns. Opel Astrola 400 mit der Startnummer 105 am Start. 2,4 Liter Hubraum. Ciao. Und gleich darauf im Hintergrund der Alitalia mit der Startnummer 10. Sandro Monari. Jetzt muss ich mal kurz fragen. Ist das der Hochnachbau? Ist das der Hochnachbau? Na, das ist der Herr Schwarz, oder? Nee, das ist richtig, oder? Genau, das war einfach Schwarz. Mal schnell nachschauen. Und Fabrikmannschaftssieger in der Olympia Rallye. Und Dörfler, der BW22 in Rallye-Team. Rallye-Trim mit den Schweinebackenverbreiterungen, wie sie genannt wurden. Man sieht auch die ledierten Kotflügel, da wurde noch richtig geglotzt. Taunus RS, die überhaupt noch unterwegs sind, von der Familie Buck. Toll, dass ihr mit dem Auto hier mitgefahren seid. Frage, wie hat das Auto durchgehalten, wie habt ihr durchgehalten? Das war super. Wir haben eine Sicherung gewechselt, weil der Elektrodifferner ausfiel. Anstatt 20 Ampere, 30 Ampere.
Nummer 40 am Start, ein ganz altes Auto aus dem Jahr 57, ein Porsche 356a, das aus dem Jahr 57 ist, also ein ganz früher 356er mit 130 PS, auch eher aufgepimpt. Serienmäßig hatten die um die 95 PS, glaube ich. Ja. Der hatte mal 60, also den habt ihr gut getunt, sage ich mal. Fahrzeuge verfügen nur über Plastikfenster mit kleinen Öffnungen und natürlich über keine Klimaanlagen, sodass eine Belüftung bei der heißen Witterung nur über die Türen möglich ist. 103 am Start. Und zwar haben wir, sonst geschäbert. Das ist der Sport Quattro von Georg Orth und Bruno Schaut mit 325 PS. Tolles Auto, auch dies, glaube ich, ein Nachbau, oder? Ein Nachbau? Ja, Nachbau. Und ihr habt Spaß gehabt mit dem Quattro, nehme ich an. Überall strahlende Gesichter, oder? Wo er auftaucht. Wunderbar. Die Schlange ist groß, ich habe leider nicht viel Zeit. Gute Fahrt weiter nach München. Ciao. Mit der Startnummer 111, ein weiterer Ein weiterer 911er mit der 121 von VH Classics, der Ausrüster für die Rallye-Sportler mit den Trip-Timern, die man bei ihnen kaufen kann. Tolle Geschichte, Stefan Hoffmann mit dem Hiscox Rallye-Sport. Und der 125, ein Opel Kadett. 48 PS, während hier das Rallye-Gefährt der 90er Jahre, der Lancia Delta Integrale, schon bei uns vorbeifährt mit der Startnummer 148. Kurze Zeitnahme und weiter geht's. 91 zurückgeschickt mit der 128 haben wir den 35 am Start der Opel Escort RS. Das war schon die modernere Version mit dem 2-Liter-Motor, 120 PS, 2 Liter, pilotiert von einem der seltenen Damenteams am Start. Frage an die Damen, wie hat es euch gefallen? Wie seid ihr mit der Hitze zurechtgekommen? Also die Hitze war natürlich schon extrem. Wir sind sonst viel im Schnee unterwegs, da ist es mir oft dann einfach zu kalt. Ja. Jetzt war es stellenweise wirklich richtig warm, aber nichtsdestotrotz die Strecken waren ganz toll und die Organisation war perfekt. Und diese ganzen tollen Autos auf der Straße zu sehen und die vielen Leute, die uns zugejubelt haben, das war schon einfach große Klasse. Dankeschön für dieses Statement und gute Fahrt nach München. Ciao. Da war auch mit Zweitaktern wurde Rallye-Sport. Das war sichtbar ein Zweitakter. Von Walter Röhrl, der auch heute wieder im Auto drin sitzt. Danke Walter für dieses tolle Auto hier und fürs Mitfahren. Ciao. Und Audi Tradition haben wir am Start. Wen haben wir denn da am Start? Ich kenne ihn jetzt leider nicht vom Gesicht her. Ah, das ist natürlich logisch jetzt. Das sind die Mikula-Söhne. You're the Mikula brothers. Besa und Juha, from the sons of Hannu Mikula, from your father, who are already assigned to participate at the rally in 2020. Unfortunately, your father passed away during Corona, and I'm very grateful that you took over and came over here. And I couldn't see you this morning in Plattling. You had a lot of fun at the race. He was the driver. He's the careless one. You're the careful one. You have to drive on the roads. Okay. Thank you for coming. We enjoyed it very much, and good time to Munich and good time tonight at the celebration. Okay, thank you. Bye bye. So. Eines der ältesten Fahrzeuge am Start. Da muss jetzt
nachschauen, dass ich keinen Schmarrn erzähle. Ja genau, der Healey Westland C aus dem Jahr 1950 aus der Schweiz zu uns gekommen. Ich sage jetzt mal hopp, Schweiz, wie hat es Ihnen gefallen? Ja super, tolle Strecken. Tolle Strecken und das Auto macht keine Probleme, oder? Trotz des Alters? Nee. Wir machen ihm auch keine. Okay, ihr macht ihm auch keine. Wunderbar. Tolles Zimmer, gute Fahrt damit. Ciao. Jetzt kommt der Gastgeber 104. Nicht wie der erste Austin Healey, der heute Morgen durchgefahren ist mit dem 6-Zylinder. Dieser hat noch den 4-Zylinder-Motor unter der Haube. Das ist eines der frühen Fahrzeuge, bevor man dann umgestellt hat auf den 6-Zylinder-Motor. Aber ich glaube, Pat Moss hat auch mit diesen Autos, die sie gefahren, also mit dem 104er, die Schwester von Sterling Moss, die dem Auto auch den Spitznamen verliehen hat, der überall bekannt ist. Sie hat nämlich das Auto The Pig, das Schwein genannt, aufgrund des etwas, sag ich mal, leichten Hecks, das manchmal zum Ausbrechen geneigt hat. Was sind das für Plaketten da hinten beim Spoiler? Sind von verschiedenen Rallyes. Von verschiedenen Rallyes. Ah ja. Das ist normale, oder? 160 PS. 240, also leicht optimiert. Bisschen. Sag ich mal, Frankfurter Lebedame im aufkommenden Wirtschaftswunder, die einen in weiß mit rotem Innenraum gefahren hat. Und tolles Auto, 95 PS, 2 Liter Hubraum. Von der Optik her die Sophia, probier's nochmal bitte. Der DeLorean hat es mit seinen Flügeltüren da sehr einfach. Das Fahrzeug wird so nicht breiter und man kann so recht unproblematisch fahren. Da ist ja wieder mein DeLorean. Und läuft's gut? Ja, einfach frei. Wunderbare Sache. Das mit den Türen ist natürlich praktisch, der wird nicht breiter. Ein bisschen Luft kommt rein. Nicht 1922. Christy McFly hat sich von 1972 direkt nach 2022 gebeten in einem DeLorean DMC. Auto ist aus Edelstahl gebaut, deswegen nicht lackiert. Man beachte die Karosserieform. Tolles Auto, 6-Zylinder-Motor, 143 PS, 2,6 Liter, glaube ich. Ja, sowas. So, roundabout. Genau. Schönes Auto, danke. Ciao. Tschüss. Gute Fahrt, ciao. So, wir müssen Gas geben hier. Die Autos stehen schon wieder zweireihig. 232 am Start. Die große S-Klasse mit dem großen 200 PS. American Way of Drive, Cruising. Das ist die Herbie aus dem Porsche. Und jetzt haben wir hier das interessante Auto. Ein Lancia Stratos. Ich glaube, ihr seid sie mit dem Hawk. Ist das ein Hawk Stratos? Bitte? Ist das ein Hawk Stratos? Bitte? Ist das ein Hawk Stratos? Umbaut, ja, teilweise. Teilweise. Da war ein 76er Baujahr, ist mal ausgebrannt gewesen, ist dann wieder neu aufgebaut worden. So, 228. Ja, schick's um. Jetzt haben wir hier ein Mercedes 190E 2,5 Schöner Capri. Mein Lieblingsauto. Und wie läuft's? Alles gut? Wunderbar. Und jetzt dann World Cup 1964. Ein Auto aus dem Jahr 350 PS, 3 Liter Hubraum, ein 944er Turbo,
im Cup-Design bzw. der Cup-Ausstattung vom Motor her. Tolles Auto, ciao, bitte euch. So, aus Fernost zu uns gekommen, dann hat BMW die Glaswerke gekauft, hat das Auto unter seinem Namen dann als BMW 1600 GT weiterverkauft. Ist das so richtig, der Fahrer? Wunderbar. Tolles Auto. Ein Freund von mir hatte so ein als Glas noch. Schön, das sieht man nicht mehr sehr häufig. Gute Fahrt euch. Danke. Ciao. Und der Klassiker Golf GTI 1 für Rallye, aber eigentlich ein ganz braves, biederes. Von hier aus geht es dann weiter nach München, dem endgültigen Ziel.